Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute in Zweibrücken beim Race 1000. Sonst ist das Event ja immer in Neuhardenberg. Dieses Mal ist die große Premiere sozusagen in Zweibrücken. Und wir sind schon gespannt. Es haben sich ein paar ziemlich coole Fahrzeuge angekündigt. Der R8 ist dabei, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Und viele andere Fahrzeuge auch. Sowohl alte als auch neue Sachen sind mit dabei. Wir freuen uns richtig und ich dachte mir, wir nehmen auch heute mal so ein bisschen mit an die Hand. Die Videos von den Autos, von den Läufen der Fahrzeuge, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber was so zwischen den Kulissen passiert oder hinter den Kulissen, was mache ich den ganzen Tag? Die Jungs und Mädels hier im Team. Und deswegen dachte ich euch, nehme ich euch so ein bisschen mit. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich dachte mir, während die anderen noch am Aufbauen sind, wir warten auf die Fahrzeuge, zeige ich euch mal kurz, was ich hier dabei habe. Wir haben uns nämlich auch etwas vorbereitet. Das ist die Kamera, die im Prinzip hier die großen Aufnahmen macht von den Läufen, die Detailshots von den Fahrzeugen. Ein wirklich geiles Teil, haben wir jetzt seit einem halben Jahr. Was haben wir hier? 28-135 mit Power Zoom. Sprich, eigentlich kannst du bei der Kamera ja nicht digital zoomen. Ist mit diesem Objektiv oder mit der Kombination so möglich. Brutales Teil. Wiegt nicht ganz ohne. Das ganze Setup ist jetzt erstmal so aufgebaut, ist noch relativ übersichtlich, dass wir jetzt gleich die Fotos machen können von den Fahrzeugen. Wer so eine Kamera hat, weiß, was die kostet. Deswegen eine zweite Kamera für Bilder ist nicht mehr drin. Genau, wir haben die jetzt erstmal so vorbereitet für die Fotos eben gleich. Die Fahrzeuge kommen wahrscheinlich jetzt hoffentlich recht bald. Und das ist dann im Prinzip das Teil oder der Teil, der noch auf die Kamera on top drauf kommt. Wir haben hier einen Shinobi-Bildschirm, dass wir auch bei dieser Helligkeit nachher ordentlich was sehen hoffentlich. Vernünftiges Mikrofon, gerade bei den Pegeln, die wir später auf die Ohren kriegen, brauchst du einfach ein vernünftiges Mikro. Haben wir hiermit erledigt und ja, das war's im Prinzip. Mehr brauchst du nicht, Durchhaltevermögen, bisschen Sonnencreme vielleicht auch noch. Bevor ich es vergesse, wir haben natürlich auch die Schlüsselbänder mit dabei. Viele von euch haben sie sich schon geholt quasi per Post, per Instagram. Und natürlich auch heute haben wir die dabei. Wenn ihr uns irgendwo seht, hier in Neuhardenberg, egal wo, im Normalfall haben wir die immer mit dabei. Und auch ein paar Sticker haben wir natürlich mit am Start. Wenn ihr jemanden seht, wenn ihr mich seht, normal haben wir immer den Fast Life Bavaria Schriftzug drauf oder meine Jungs haben den auch drauf. Und die könnt ihr gerne anquatschen. Holt euch ein Schlüsselband. So langsam geht's los. Der Bereich hier, in dem die Fahrer geparkt haben, ist leer. Wir sind quasi die Letzten und der Ralf ist auch mit am Start. Fährt hier den Cupra 5F Leon. Bevor es ans Filmen geht, kurze Runde an den Startbereich mit dem Cupra. So, hier geht es schon an die Fahrerbesprechung.
Guten Morgen, Tag 2 in Zweibrücken beim Race 1000. Gestern war schon ein cooler Tag, war brutal heiß und ja, jetzt gucken wir mal, so langsam geht es hier wieder los. Die ersten Zuschauer sind da, die ersten Autos sind schon da, aus dem Fahrerlager vorgekommen hier in den Bereich. Da können wir gleich mal vorgehen. Die Fahrerbesprechung ist jetzt auch gleich und ja, auch heute nehmen wir euch ein bisschen mehr hoffentlich an die Hand mit. Ich hoffe, heute wird es nicht ganz so heiß, weil du hast dann einfach auch echt viel zu tun, die ganze Zeit halt am Filmen. Dann hilfst du hier noch ein bisschen mit, vielleicht rechts und links, wenn dich jemand anspricht und ja, dann ist so ein Tag schnell vorbei und irgendwann bist du dann auch ein bisschen ja, einfach fertig auch von den Temperaturen. Deswegen gestern ein bisschen ruhiger, wir blenden euch aber natürlich auch ein paar Clips mit ein. Waren schon coole Läufe dabei, gestern war das Roll Race, der Wimmy ist gefahren mit dem 2er Golf, A9 ist gefahren mit dem R8 und wir schauen mal, was heute passiert. Ich glaube, es wird auf jeden Fall gut, heute ist halbe Meile und halbe Meile ist immer Action. Wir sehen uns, wir gehen zur Fahrerbesprechung. Right, come back, maximum speed limit is about 35 miles on the reversal. We catch you speeding there, you go home. Alright? Nächstes Ding ist, die rechte Bahn darf zuerst abbiegen. Wenn ihr den auf der rechten Bahn nicht sehen könnt, dann müsst ihr über eure Schulter gucken. Niemand biegt einfach rechts ab und weiß nicht, wo die Bahn ist von links. Versteht das jeder? Also ihr guckt, wo der rechte ist, wenn der stehen geblieben ist. Dann könnt ihr rüberfahren. Also in Klasse 3 275,1 fahren, seid ihr sofort in Klasse 2 und müsst dann 300 fahren. Da gibt es auch keine Diskussion. Wenn er die Unlimited fahren alleine. Auf der Geschwindigkeiten, da macht dann auch diese Autos ein. So, wir drehen mal noch eine kleine Runde und Grip ist auch am Start. Jimmy gibt gerade noch ein Interview und der Marc von A9. Ja, dann gucken wir mal noch kurz rum, was hier so alles Schönes auf dem Hof steht, hätte ich fast gesagt. Viele, viele bekannte Gesichter, Fahrzeuge. Tesla Plate auch am Start. Der Adam, Race City, wollte ja gestern noch ein kurzes Cash Game machen, wie heißt es, Cash Day. Und ja, die Teilnahme war nicht ganz so von Interesse, nachdem das Fahrzeug hier gesichtet wurde. Ist ja doch klar, es gehört einiges dazu, aber natürlich nicht immer ganz einfach dann. Hier noch ein paar schöne Klassiker. Und ja, so langsam geht es jetzt dann los. Die Fahrerbesprechung ist erledigt. Wir drehen jetzt hier, wie gesagt, noch schnell die letzte Runde. So, der Ralf bereitet sich auch gerade vor. Der Cupra von uns ist natürlich auch heute wieder an Tag 2 mit am Start. Mal gucken, natürlich hat er nicht so die großen Chancen gegen die Kollegen hier nebenan. Die sind natürlich schon ein paar Jahre länger am Start, haben dementsprechend mehr Erfahrung und mehr Leistung. Aber naja, dabei sein ist alles, heute ein bisschen Spaß haben. Und dann gucken wir mal, was der Ralf fährt. Fährt er was? Sicher.
sind noch ein paar neue dazugekommen zu gestern. Bin mal gespannt, ob der Wimmi heute noch mal fährt. Steht so ein bisschen im Raum, was ich am Rande mitbekommen habe. Mal gucken, was draus wird. Und hier haben wir noch ein paar neue Kandidaten dazu bekommen. Die sind heute Nacht oder heute Morgen angekommen. Mal schauen, was hier so passiert. Aber wenn man sich die Details so ein bisschen anschaut, kann man schon erahnen, was uns erwarten dürfte. Nissan GT-R am Start, 1800 PS aus Kuwait. Hört ihr das, wie da hinten leiser wird? Da passt was nicht. Aber riechen tut er gut. Riechen tut er richtig gut. Was natürlich auch immer cool ist zu sehen, nicht nur die Fahrzeuge, die auf dem Trailer sind, sondern teilweise auch die den Trailer ziehen. Der Mario am Start mit dem Dodge Ram. Das ist die weiße Supra, die MK4. Hat jetzt ein bisschen Umbaukit bekommen, beziehungsweise, ja, wie sagt man, alles nochmal überarbeitet, damit es einfach läuft sozusagen. Viele Sachen gemacht, hat er erzählt. Und ja, kann man mal als Zugfahrzeug hernehmen. Schöne Doppelbereifung am Start. Neue M2, Leute, interessiert mich wirklich brennend. Was haltet ihr von dem neuen M2? Oder von dem aktuellen? Gibt es schon wieder das Facelift jetzt seit ein paar Wochen? Ja oder nein? Warum ja, warum nein? Es würde mich tatsächlich sehr interessieren. Das Auto ist sehr kontrovers diskutiert oder wurde kontrovers diskutiert. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen, der sich seine Meinung ein bisschen nochmal neu überdacht hat. So, der klassische 1er BMW hatte richtig Leistung, haben wir vorher erfahren, auch mit dem Besitzer gesprochen. Hat gestern auch ordentlich performt. Sind wir gespannt, was heute passiert. Würde man dem jetzt nicht ansehen auf den ersten Blick. Supra MK5, Wagner Tuning am Start, wie auch in den letzten Events schon. Das Ding läuft und läuft und läuft. Die ersten stellen sich jetzt schon an, beziehungsweise die ersten zwei. Gleich soll es dann auch wirklich losgehen. Die Runde haben wir schnell gedreht. Wahrscheinlich kommen da über den Tag verteilt nochmal 1, 2 neue Fahrzeuge dazu. Ist dann noch relativ früh am Morgen. Sonntags gibt es natürlich auch Menschen, die mal ausschlafen wollen. LCE Performance standesgemäß am Start mit der Silver Bullet. Oh. Ja, und die KTM ist am Start. Können mal kurz reingucken. Ist ja auch sehr beliebt. So, wir sind einmal rum, Schnelldurchlauf und bauen jetzt mal so langsam die Kamera zusammen. Jetzt wird die Strecke gerade noch mal kurz getestet, ob alles funktioniert, bevor es jetzt wirklich losgeht. Und wie gesagt, wir bauen die Kamera jetzt kurz zusammen und werden uns dann so langsam mal an den Start begeben, dass wir auch ein paar geile Aufnahmen bekommen.
Leute, das war's. Der Tag ist vorbei. Zumindest für uns. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. 4 Stunden, dann ist es erledigt. Die Sonne, die knallt immer noch runter. Wir sind fix und fertig und sehen wahrscheinlich auch ein bisschen so danach aus. Das ist der Ralf. Der Ralf fährt unseren oder seinen Cupra vielmehr. Willst du noch was sagen? Wie lief's? Wie waren deine Läufe? Das ist ja nur zum Spaß eigentlich. Auch wieder super Event gewesen. Das ist jetzt, ich denke mal, eins von den leistungsschwächsten Autos mit 400 PS. Von den Zeiten und Geschwindigkeiten trotzdem ganz okay. Die Feuerwehr hat wahrscheinlich ein bisschen mehr. Trotzdem ganz okay. Ich glaube am Samstag 5 Läufe gemacht, heute 3, 4 Läufe gemacht. Alle Geschwindigkeiten jedes Mal genau gleich auf 1-2 km/h. Super Event wieder, hat Spaß gemacht. Ja. Angenehme Temperatur. Ja. War schön auch für die Autos. Bisschen kühler hätte es sein können, aber besser als Regen. Ja, definitiv. Wollen wir uns nicht beschweren. Ja, so ist es. Und im Prinzip, das war's. Wir werden gucken, demnächst ist schon das nächste Event dann in Neuhardenberg. Und ja, die Jungs und Mädels bauen schon fleißig ab. Richten sich eigentlich auch schon wieder ein bisschen darauf ein, dass es bald weitergeht. Wir schauen jetzt hier noch kurz zu den Kollegen von A9. Schauen wir noch schnell vorbei, sagen noch schnell Ciao, ciao. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe euch ein paar schöne Einblicke liefern können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche habt, was wollt ihr sehen in Zukunft? Wir sind so ein bisschen planlos natürlich auch an die Sache rangegangen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wollten auch einfach auch so ein bisschen mitnehmen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und dann können wir gucken, was wir noch Schönes machen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bevor der Akku leer ist, wir sind gerade noch bei A9 Performance, wie schon erzählt. Und ich zeige euch hier mal noch kurz die Autos. Sind noch ein paar schöne Sachen mit dabei, die man heute gar nicht gesehen hat, leider. Klar, da steht natürlich der R8 auch viel im Vordergrund. Und nichtsdestotrotz sind hier einige sehr, sehr, sehr schöne Sachen in Top-Zustand. Mit der Kamera sieht man es nicht optimal. GT4 RS Manthey Kit. Brutales Auto. Brutal, leider heute auch nicht gefahren. Die wollten ein bisschen Show machen. Einfach auch fürs Auge ein bisschen was bieten. Auch einen richtig geilen Sound hat der Kollege hier. Aber ja, wie gesagt, das hat heute nicht ganz geklappt. Der R8 war natürlich im Vordergrund. Grip war heute mit am Start und von dem her hatte das natürlich alles so ein bisschen den Vorrang. GT3 RS auch schon ein abartig geiles Auto. Bekommt auch das Manthey-Kit, habe ich erfahren, ist gerade noch in der Entwicklung oder in der Freigabe so in dem Stadion. Wird das Fahrzeug auch noch bekommen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Der sieht so schon absolut geisteskrank aus, ohne übertreiben zu wollen. Das ist so ein schönes Auto. Ja, der GTR, den haben wir heute einige Male gesehen. Die Läufe haben wir gefilmt. Blenden wir euch ein oder haben wir wahrscheinlich. Die Jungs und Mädels bauen gerade ab. Da steckt richtig was dahinter. Noch ganz kurz natürlich der R8 für euch. Ein brutales Auto. Jetzt wo Grip weg ist, können wir hier mal kurz reinschauen. Einfach geisteskrank. So, dann schauen wir noch kurz in die Porsches rein. Dann wird der Akku wahrscheinlich leer sein.
vehicles